Heute möchte ich mit euch von Den Haag nach Hannover fahren. Wir nehmen als erstes einen Intercity-Doppeldecker in der ersten Klasse und fahren mit diesem nach Amsterdam. In Amsterdam schauen wir uns die First Class Lounge an oder die International Lounge. Zum Schluss nehmen wir dann ein Intercity und fahren komplett bis nach Hannover. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade in Den Haag und jetzt möchte ich von Den Haag nach Hause fahren, nach Hannover. Wir starten als erstes mit einer kleinen Straßenbahn. Die fährt sogar durch ein Gebäude, vielleicht können wir das sogar sehen. Und ja, dann steigen wir erstmal in Den Haag um. Dann fahren wir nach Amsterdam und wenn wir Glück haben, kommen wir in Amsterdam in die Lounge. Und dann das letzte Stück fahren wir im Intercity. Dort vorne ist das Gebäude, wo die Bahn durchfährt. Und so sieht es hier aus. Unsere Haltestelle heißt Kalvermarkt Stadhuis. Und da kommt unsere Bahn. Einmal zum Bahnhof bitte. Wir fahren jetzt durch ein Gebäude. Da, seht ihr den Eingang? Muss doch angenehm sein, wenn man über einer Straßenbahn wohnt. Und es wird wieder hell. Hier ist ein riesen Fahrradparkhaus. Und da ist schon der Bahnhof. Eine ganze Station sind wir jetzt gefahren. Hier, Den Haag Zentral. Wow, das sieht richtig gut aus. Schnell an der Bahn vorbei. Da geht's rein. Oh, nehmen wir doch den hier. Wow. Oh. Das ist aber groß. Guck mal, da gehen überall Rolltreppen hoch. Wow. Wie schön. Da kann man wohl noch einkaufen. Kann man noch mehr einkaufen. Und da sind die ganzen Ticketautomaten. Und dort geht es zu den Gleisen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine halbe Stunde müssen wir noch warten. Oh, das gibt's ja gar nicht. Eigentlich wollten wir doch nach Schiphol fahren. Aber jetzt haben wir festgestellt, wir sind am falschen Hauptbahnhof in Den Haag. Wir sind in Den Haag Zentral und wir hätten von Den Haag HS starten müssen. Wir wären jetzt gar nicht durch die Sicherheitsvorkehrungen gekommen, aber die Dame vom Fahrkartenservice war so freundlich und hat uns aufgemacht. Hier hätten wir eigentlich unsere Fahrkarte hinhalten müssen, aber da wir am falschen Bahnhof sind, brauchen wir die nicht. Also einen Vorteil haben wir jetzt. Wir müssen nicht mehr umsteigen, um nach Amsterdam zu kommen. Aber ich hatte gehofft, dass wir den neuen Intercity kennenlernen, den Intercity NG, Neue Generatie, aber das wird wohl nichts. Das ist unser Ersatzzug. Wir fahren jetzt direkt nach Amsterdam. In 9 Minuten soll es losgehen. Das ist ein Sackbahnhof. Ist schon schön. Wird man nicht nass? Und nun zeige ich euch den ersten Teil unserer Reise. Wir starten in Den Haag Zentral und von dort aus geht es ein bisschen nördlich nach Amsterdam Zentral. Ist kein weiter Weg, dauert gerade mal eine Stunde. Da kommt unser Zug. Ein Doppeldecker. Na, wie weit fährt er?
Tja, wo ist jetzt die erste Klasse? Ganz vorne ist sie schon mal nicht. Ja, ist aber auch ganz schön lang der Zug. Ah, da geht's hoch. Schön. So. So. Oh, erste Klasse. Oh, das ist erste Klasse unten. Das sieht ja hier schon mal ein bisschen anders aus, ne? Als im anderen Zug. Ja, schauen wir uns doch mal die Sitze an hier. Das sieht doch gut aus. Ah, der ist schön weich. Sehr schön. Und da unten haben wir auch gleich noch eine Steckdose. Allerdings eine Steckdose für 2 Sitze. Hier haben wir wieder 2+1 Konfiguration. Sehr schön. Oh ja, ja, der ist gemütlich. Der ist richtig gut. Schön. Yay. Und so sieht es hier aus. Guckt mal, hier ist sogar noch eine Sofaecke. Die ist sogar noch weicher. Richtig gut. Schaut mal, die Decke ist auch schön. Ob das Schmetterlinge sind? Ja, der Intercity ist wirklich gut. Der gefällt mir. Guckt mal, wir sitzen so tief, als wenn wir fast auf dem Boden wären. Der Zug läuft sehr ruhig, sehr angenehm. Man hört gar nichts. Hier ist noch eine Anzeigetafel und man sieht erste Klasse. Jetzt gehen wir nach oben, aber erstmal durch die Zaubertür mit den vielen weißen Kreuzen. Uah, es wackelt. Es wackelt. Hoch. Ui, wie das schaukelt. Ja, das ist doch mal eine tolle erste Klasse. Richtig schön. Jetzt genießen wir doch mal den Ausblick. Da ist ein Knopf. Was mag der machen? Probieren wir ihn aus. Mit den kleinen Knopf. Ja, und es geht weiter nach unten. Ja, oh, richtig bequem. Sau gut. Jetzt schauen wir doch mal, wie viel Beinfreiheit wir haben. Da ist der Tisch. Klopp, 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 klopp. Oh, Riesentisch. Da kommen meine Beine. Hey, ganz viel Platz. Super. So weit können wir gucken aus dem Zug. Perfektes Wetter. Eigentlich um zum Strand zu gehen, aber ja, jetzt fahren wir halt Zug. Sehr schön. Unser Doppeldecker hat auch WLAN. Loggen wir uns mal ein. Wir wollen nach Amsterdam Zentral. Aber wo ist jetzt Internet? Da kann man Internet wählen. So, da steht, dass ich damit einverstanden bin. Natürlich sind wir damit einverstanden. Jetzt bin ich im WLAN, aber ich finde die Zugübersicht nicht mehr. Machen wir mal einen Speedtest, ne? So. Dames en heren, een hele goede morgen. Over enkele ogenblikken station Leiden. Oh, das ist ja gar nichts. 0,5 Mbit. Das ist wirklich lahm. Na gut, zum Nachrichtenschreiben reicht's. Nun fahren wir aus Leiden raus. Das S hier, das heißt Stilte. Also man soll hier leise sein. Aber wir sind hier alleine, da brauchen wir nicht leise sein. Hallo. Die Bahnhöfe hier sind alle so riesig. Wahnsinn. Ich habe noch keinen kleinen Bahnhof hier wahrgenommen. Guckt mal, wir haben unsere private Anzeigetafel. Ja, Amsterdam Zentral, da steigen wir aus. Und dann suchen wir die Lounge. Ah, guck mal, sie zeigen sogar eine Karte. Ja, Amsterdam C, da möchten wir hin. Und in Leiden sind wir gerade. 109 km/h. Ja, die Geschwindigkeit hier ist ziemlich lahm. In Holland fährt man maximal nur 140 km/h. Die 140 km/h in Holland beziehen sich aber nur
auf die Intercity-Strecken. Es gibt ja auch noch die Highspeed-Strecke von Amsterdam nach Brüssel, weiter bis nach Paris, wo der Eurostar fährt. Da wird mit 300 gefahren. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. Schön sonnig. Aber es wird auch hier schon etwas wärmer drin. Ich sitze ja hier im Poloshirt und es ist echt warm. Ich fange schon an zu schwitzen. Aber merkt ihr, wie ruhig der Zug fährt? Sehr angenehm. Und leise ist er. Okay, er ist ja auch langsam. Natürlich ist er leise. Könnt ihr das sehen? Die haben hier ihren Privatbach. Ah, richtig schön. Ja, hier kann man doch wohnen. Direkt am Bach. Wunderschön. Wasser neben der Straße. Wir sind kurz vor Amsterdam und so fährt man hier Zug. Schön am Wasser entlang. Ah, eine Wolke am Himmel. Sie verdeckt die Sonne. Nein! Ist schon schön hier. So enkel minuten komen we alweer aan op Amsterdam Sloterdijk. So, wir sind in Amsterdam angekommen. Jetzt müssen wir die Lounge finden. Sie soll bei Gleis 2a sein. Ach, wie langweilig. Sie ist gleich hier rechts. Ja, da brauchen wir gar nicht mehr suchen. Dann mal rein mit uns. Rein geht's. Da kann man sitzen. Da geht's ganz weit bis nach da hinten. So groß ist das. Da sind noch ein paar Bildschirme, Getränke. Guckt mal, was die hier alles an Getränken haben. Da steht ein Getränk pro Person. Hier geht es noch weiter. Ein bisschen Wein gibt es, aber für Wein muss man bezahlen. Ein Kaffeeautomat. Und wenn ihr Hilfe braucht, ist hier noch ein kleines Büro. Mit freundlichen Angestellten, die euch bei Fragen weiterhelfen. Guckt mal, hier gibt es noch Steckdosen und alles Mögliche. Ja, USB, ganz normale Steckdose. Und jetzt schauen wir uns mal die coolen Sitze an. Habt ihr so einen Sitz schon mal gesehen? Ich noch nicht. Ui, in dem Sitz geht es aber weit runter. Haha, super. Man kann auch ein bisschen Züge gucken. Super cool. Schaut mal, hier gibt es auch noch ein kleines Büro. Ein Thinkpot. Ja, mit allem drum und dran. Diverse Bildschirme. Die roten Sofas sind auch sehr schön. Der lila Teppich. Die Dame, die hier arbeitet, war sehr freundlich. Sie hat uns gleich einen Kaffee gekocht. Ich habe einen Cappuccino. Prost! Sehr heiß und sehr lecker. Toll! WLAN gibt es hier natürlich auch. Hier ist die Anleitung. Auch wenn man hier nur ein süßes Getränk, also zum Beispiel eine Cola oder einen Eistee pro Person bekommt, muss ich sagen, ist es hier super bequem, super leise und der Kaffee schmeckt einfach toll. Also, wenn ihr in Amsterdam seid, Deutsche Bahn, erste Klasse Ticket buchen und hier Pause machen. Nun kommt noch ein Überblick über unseren zweiten Teil der Route.
Wir sind ja gerade am Hauptbahnhof Amsterdam Zentral und wir fahren mit dem Intercity ganz, ganz weit in Richtung Osten nach Hannover. Der Zug fährt sogar noch weiter bis nach Berlin. Also das war ein sehr angenehmer Aufenthalt in der Lounge. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also die Lounge dürfen wir betreten, wenn wir internationale Züge in der ersten Klasse buchen. Wir fahren ja jetzt zurück nach Hannover, erste Klasse mit dem Intercity. Von daher durften wir die Lounge betreten. Pro Person gibt es unendlich Kaffee umsonst oder aber zusätzlich ein Getränk, eine Cola oder sowas umsonst. Alkoholische Getränke muss man bezahlen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Gleis. Wir müssen zu Gleis 11 und angeblich soll auf dem Weg auch noch ein Supermarkt sein, weil wir fahren jetzt 4,5 Stunden und da brauchen wir ein bisschen was zu essen. Schauen wir uns noch mal einen schönen holländischen Doppeldecker an. Vielleicht kriege ich ihn noch mal von vorne. Ja, der sieht doch nicht schlecht aus. Sehr schön. Guck mal, wie cool der Bahnhof verziert ist. Richtig schick. Einmal runter bitte. Da sehen wir es schon. Gleis 4 bis 15. Wir möchten ja Gleis 11 haben. Hier kommt man rein. Die Ticketkontrolle. Richtig schlau. Dass man den Bahnhof nur betreten kann, wenn man ein Ticket hat. Guck mal, das ist gar nicht so groß hier. Ich dachte, das wäre riesig, aber nein. Es ist überschaubar. Jetzt wollen wir den Supermarkt finden. Das Witzige ist, ein Burger King war gerade auf dem Bahnsteig. Richtig praktisch. Wir sind noch richtig. Gleis 11b gefunden. Aber da ist keine Rolltreppe, da komme ich gar nicht hoch mit meinem Kopf. Man muss sich ja zu helfen wissen. Ich bin ja im Urlaub, da muss ich ja ein bisschen faul sein. Deswegen bin ich einfach auf die andere Seite gegangen und habe die Rolltreppe hochgenommen. Guck mal, da steht ein Eurostar. Mit dem bin ich auch noch nicht gefahren. Noch wird unser Zug leider nicht angezeigt, aber er kommt bestimmt gleich. So sieht es hier aus. Yeah! Ein Eurostar! Schön! Der fährt jetzt nach Paris. Also unser Zug wird jetzt angezeigt. Wenn ich jetzt bloß wüsste, in welche Richtung er fährt, damit wir die erste Klasse finden können. Ja, rechts geht's nach vorne, links ist die erste Klasse. Mal gucken, ob wir dieses Mal die richtige Seite erwischen. Er hat bisher erst 25 Minuten Verspätung. Und hinein! Leider ist der Zug so unglaublich voll gewesen, dass ich euch nicht die Originalaufnahmen zeigen kann, weil ja, es war jeder Sitzplatz selbst in der ersten Klasse belegt. Daher zeige ich euch, wie es ausgesehen hat, damit ihr euch trotzdem einen Eindruck machen könnt, wie dieser alte Intercity von Holland, von Amsterdam bis nach Berlin aussieht. Das sind vermutlich die gleichen Sitze wie im ICE, bloß dass dieser alte Intercity halt noch ein Sechserabteil hat. Und das finde ich besonders gemütlich. So sieht's hier aus. Erstmal oben, richtig gemütlich. Das scheint auch alles Leder zu sein. Und ja, hier kann man dann unten noch ein bisschen nach vorne ziehen. Und was ganz wichtig ist, jeder Sitz, wo ist es? Ganz wichtig, jeder Sitz hat eine eigene Steckdose. Und in jedem der kleinen Abteile ist eine Mini-Klimaanlage verfügbar.
Einen Spiegel gibt's auch. Ich hatte gehofft, ein schönes Sandwich zu kaufen mit Bacon und Ei. Ja, leider ist es vegan. Ich probiere es trotzdem mal. Guckt mal, da sind ja nur E-Nummern drin. Muss gesund sein. Also die Soße schmeckt wie Ei, aber alles andere schmeckt nach gar nichts. Also vegan werde ich, glaube ich, nicht. Zumindest nicht mit dem Sandwich hier, mit dem Ei. Aber wir haben ja noch was anderes. Bier zum Runterspülen. Jetzt ist es wieder gesund. Hört ihr das Klick-Klack? Bestimmt, ne? Das ist von der Klimaanlage. Und das ging die ganzen 5,5 Stunden so. Das habe ich bisher auch noch in keinem Zug gehabt. Also war sehr nervig. So konnte man kaum die schöne holländische Landschaft genießen. Wir erreichen nun Hengelo. Das ist der letzte Halt in Holland. Hengelo, Hengelo, oh, oh. Hengelo, Hengelo, oh, oh. Und jetzt geht's ab nach Deutschland. Der nächste Halt ist Bad Bentheim. Direkt hinter der Grenze. Ui, wir sind jetzt in Bad Bentheim angekommen. Das ist der erste Stopp in Deutschland. Ja, die Fahrt ist ganz schön actionreich. Der Zug ist komplett voll. Überall stehen Leute. Und wir hatten sogar noch eine Notbremse. Also geht schon gut ab. Aber wir haben coole Leute im Abteil. Ich hätte euch natürlich gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber ist gerade schwierig. Dann zeige ich euch Bad Bentheim. Früher wurden hier noch die Loks getauscht, weil die Deutsche Bahn nur bis zur holländischen Grenze fahren konnte und dann kam eine holländische Lok. Wir haben jetzt sogar noch eine holländische Lok und die fährt anscheinend durch, komplett bis nach Berlin. Macht eine Zeitersparnis von ungefähr einer halben Stunde. Oh, unsere Verspätung ist sogar noch mehr geworden. Mittlerweile haben wir sogar 31 Minuten Verspätung. Naja, das Intercity-Portal heißt hier ICE-Portal, aber es funktioniert irgendwie nicht so gut. Ihr seht, wir haben keine Geschwindigkeit, aber wir fahren. Was ich ziemlich doof finde, ist, man kann nicht Essen bestellen oder Getränke bestellen. Es gibt lediglich eine Karte und bisher war auch niemand da, der eine Bestellung entgegengenommen hat. Ich war jetzt in der Erwartung, dass man uns bedient in der ersten Klasse, aber wahrscheinlich ist der Zug zu voll. Aber der Speedtest funktioniert. Nicht schlecht. Kann man mitarbeiten. Wir haben es fast geschafft. Nur 48 Minuten Verspätung. Oh. Ja, jetzt sind wir in Hannover angekommen. War eine lange Fahrt, 48 Minuten Verspätung. Der Zug war proppenvoll. Sogar bei uns im Erste-Klasse-Abteil war nur ein Platz frei und sämtliche anderen Abteile waren auch komplett voll. Habe ich so noch nicht erlebt. Aber wir sind gut angekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auch die holländischen Züge nahe bringen. Vielleicht fahrt ihr ja auch mal nach Holland. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid so freundlich und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank.